Seht ihr die Katze hinter mir? Sie folgt mir gerade. Die Katze miaut. Ich bücke mich und streichle sie. Sie hat ein sehr schönes, weiches Fell. Sie mag das und wedelt mit dem Schwanz. Ich habe im Internet ein paar Ausschnitte von einem Fork and Film Kinoabend gesehen. Ich fand das echt cool und ich habe mir gedacht, dass ich das zu Hause selbst ausprobieren möchte. Bei diesem Kinoabend schaut man einen Film und isst dazu passendes Essen. Wenn im Film Essen serviert wird, dann isst man gleichzeitig etwas Ähnliches. Ich war gerade im Supermarkt und habe ein paar Kleinigkeiten besorgt. Besorgen bedeutet, dass man etwas holt, kauft oder organisiert, was man noch braucht. Hier ist meine Tasche mit meinen Einkäufen und ich habe übrigens den Film Shrek für heute Abend ausgesucht. Ich gehe die Treppe rauf. Ich nehme meine Einkäufe aus der Tasche. Hier ist mein Bourbon und hier ist meine ungesalzene Butter. Mit diesen zwei Dingen machen wir jetzt eine Fettwäsche. Das bedeutet, ich erhitze zuerst die Butter, dann mischen wir es zusammen und das Gute daran ist, dass wir am Schluss zwei Produkte haben. Wir haben leckeren Bourbon, der mit Butter gewaschen wurde, und wir haben auch Bourbon-Butter. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich das noch nie gemacht habe, aber hoffentlich wird das gut und ja, schauen wir. Ich schneide die Butter in kleine Stücke und rein in die Pfanne damit. Und wir möchten die Butter bräunen. Wir möchten, dass sie braun wird. Ich rühre die Butter um. Kleine Bläschen bilden sich. Das sind kleine Bläschen. Langsam wird die Butter dunkler. Jetzt ist sie goldbraun. Das war's, die Butter ist bereit. Ich habe die Herdplatte ausgemacht. Ich gieße die braune Butter in dieses Einmachglas. Voilà, hier ist unsere braune Butter. Dann kommt die ganze Flasche Bourbon dazu und ich verrühre alles gut. Es riecht super gut und es sieht toll aus. Ich bin sehr aufgeregt. Hier ist die fertige Mischung. Jetzt lasse ich es ungefähr 2 Stunden lang stehen. Ich schließe den Deckel und ab in den Gefrierschrank damit. Das Glas ist eiskalt. 24 Stunden sind vergangen. Ich habe meinen Bourbon aus dem Gefrierschrank genommen und man kann hier sehen, wie die Butter fest geworden ist. Und jetzt nehmen wir die Butter raus. Es ist nicht einfach, die Butter rauszunehmen, weil sie gefroren ist. Also lasse ich sie in diesem Behälter, bis sie ein bisschen weicher wird. Ich lege das Tuch auf die Schüssel, dann gieße ich den Bourbon rein und dieses Tuch dient als Sieb, um die Butter abzufangen. Ich gieße den Bourbon langsam rein. Hier sieht man die Bourbon-Butter und man kann sie zum Kochen oder Backen verwenden. Man kann hier sehen, dass das Tuch einige Butterpartikel abgefangen hat. Das ist gut, damit wir das dann nicht trinken. Ich entferne das Tuch und hier ist der Bourbon. Ich lege den Bourbon wieder in den Kühlschrank, bis er bereit zum Servieren ist. Der Grund, warum man diese Fettwäsche macht, ist übrigens, um dem Alkohol ein besonderes Aroma zu verleihen. In diesem Fall bekommt der Alkohol ein nussiges und
butteriges Aroma und es riecht schon super, also ich freue mich wirklich sehr. Das ist sehr cool. Jetzt bereiten wir den Cocktail, unseren Old Fashioned, zu. Ich habe hier den Bourbon aus dem Kühlschrank genommen und bereiten wir es jetzt zu. Wir brauchen ungefähr 50 ml Bourbon. Dann ein bisschen Ahornsirup und Bitters. Dann gebe ich noch den Saft aus einem Stück Orangenschale sowie die Schale selbst dazu. Ich mische es und fertig ist der Bourbon. Dazu servieren wir unsere Waffel mit ein bisschen Bourbon-Butter. Dieser Old Fashioned mit brauner Butter und Ahornsirup passt super zu der Szene, in der der Esel sagt, dass er Waffeln will. Wir bereiten als erstes die Spießchen zu und dafür schneide ich jetzt das Gemüse. Ich hacke den Koriander. Ich lege den gehackten Koriander auf einen Teller. Ich schäle die Zwiebel. Ich rolle die Zwiebel und fange sie auf. Ich halbiere die Zwiebel, das sind 2 Hälften. Ich schneide die Zwiebel in kleine Stücke. Meine Augen tränen ein bisschen vom Zwiebelschneiden. Ich schneide jetzt eine Paprika. Kamera fällt runter. Ich nehme meine Pilze aus der Verpackung und ich schneide sie, nachdem ich sie gewaschen habe. Frisch gewaschene Pilze. Ich habe hier einen geräucherten Tofu. Ich nehme ihn aus der Kartonverpackung. Es gibt hier viel Wasser in dieser Plastikverpackung, also leere ich zuerst das Wasser aus und dann schneide ich den Tofu in Würfel. Ich schlage ein Ei auf. Dann gebe ich meine Gewürze dazu. Ein bisschen Ingwer, Knoblauch, geräucherte Paprika, Chili, noch ein bisschen mehr, Kreuzkümmel, etwas Vegeta und einen Schuss Sojasauce. Ich ziehe mir ein paar Handschuhe an. Ich mische jetzt alles mit diesem Rinderhackfleisch. Ich quetsche das Fleisch aus der Verpackung. Ich verknete die Zutaten gründlich miteinander. Ich forme jetzt das Fleisch und bilde eine Art längliche Kugel. Ich habe meine Handschuhe ausgezogen. Das ist das fertige Fleisch und ich lasse es jetzt ungefähr 1 Stunde lang im Kühlschrank marinieren. Jetzt würze ich das Gemüse und den Tofu. Ich gebe diese Ingwerpaste dazu, dann die Knoblauchpaste, Chiliflocken, Sojasauce und Ahornsirup. Jetzt mische ich wieder alles. Ich habe auf meine Pullover gekleckert. Ich nehme ein Spießchen und ich steche das Spießchen durch einen Tofuwürfel. Dann nehme ich einen Pilz und mache das gleiche. Paprika, ein Stück Zwiebel und jetzt wiederhole ich das, bis wir hier oben angekommen sind. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber es gibt ein Kind in meinem Gebäude, das gerade ein Instrument spielt. Ich weiß nicht, welches Instrument das ist. Ich denke, es ist vielleicht die Flöte, aber ich bin mir nicht sicher. Und sie ist ein sehr fleißiges Kind. Sie übt mehrmals pro Woche. Ich kann es mehrmals pro Woche hören. Aber es stört mich nicht. Sie spielt wirklich sehr gut. Voilà, mein erstes Spießchen ist fertig. Schauen wir uns einige Verben an. Aufspießen. Dieses Verb benutzt man typischerweise für Spießchen. Zum Beispiel, ich spieße einen Tofuwürfel auf. Stecken. Ich stecke das Spießchen in den Tofu. Stecken bedeutet etwas gezielt in etwas anderes hineinzuschieben, normalerweise auf eine vorsichtige oder kontrollierte Art. Ich stecke den Schlüssel in das Schloss. Ich stecke das Handy in die Tasche.
Stechen. Ich steche das Spießchen in den Tofu. Stechen bedeutet, dass man etwas Spitzes mit Kraft und einer schnellen Bewegung in etwas anderes hineinbohrt. Die Mücke sticht mich. Die Mücke hat mich gestochen. Ich lasse mir ein Ohrloch stechen. Der Piercer hat mir ein neues Ohrloch gestochen. Wir benutzen dieses Verb auch bei Schmerzen. Es sticht in meinem Rücken. Das bedeutet, ich habe plötzliche stechende Schmerzen. Hier sind die fertigen Spießchen. Ich lasse sie jetzt auch eine Stunde lang im Kühlschrank marinieren. Eine Stunde ist vorbei. Ich nehme die Spießchen aus dem Kühlschrank und wir grillen sie jetzt. Ich habe den Grill angemacht. Ich beschmiere die Spießchen mit ein bisschen Öl. Ich lege die Spießchen auf die Grillplatte. Ich drehe die Spießchen. Ich wende die Spießchen. Und ich mache das gleiche mit dem Fleisch. Die Spießchen sind fertig und sie werden mit einer Satay-Soße serviert, die ich vorher zubereitet habe. Im Film hat Shrek ein Lagerfeuer und grillt Ratten. Wir essen natürlich keine Ratten, aber dafür leckere Spießchen. Ich habe meine Zwiebeln schon geschält und geschnitten. Ich habe sie in 2 Hälften geschnitten. Und ich bin ein bisschen faul. Ich möchte sie nicht selber schneiden, sondern ich benutze diese Küchenmaschine, diese kleinen Mixer. Also lege ich die Zwiebeln hier rein und dann mixen wir sie mit dieser Maschine. Ich drücke auf den Knopf. Ich habe diese super leckere Kräuterbutter. Es gibt Kräuter und Knoblauch in dieser Butter. Und ich brate jetzt die Zwiebeln in dieser Kräuterbutter an. Die Butter schmilzt. Und die Zwiebeln kommen rein. Ich habe hier einen Blätterteig, der bereits fertig ist und schon ausgerollt ist. Also ich muss ihn nur noch schneiden. Ich nehme ein Glas und steche damit eine runde Form aus. Und ich mache das ein paar Mal. Ich lege den Teig auf einen Teller. Ich rolle den restlichen Teig wieder ein, damit ich ihn nächstes Mal wieder verwenden kann. Ich lege es zurück in die Verpackung und ab in den Kühlschrank damit. Ich verteile die Zwiebeln auf den Teig. Auf 2 dieser Küchlein möchte ich ein bisschen Ziegenkäse draufgeben. Ich schneide den Käse und ich gebe ihn auf die Küchlein. Die Küchlein kommen jetzt in die Heißluftfritteuse. Voilà! Ich stelle meine Heißluftfritteuse ein, also ich wähle die Temperatur und die Zeit. Shrek sagt, Oger sind wie Zwiebeln. Sie haben viele Schichten. Sie wirken äußerlich unfreundlich oder gefährlich, aber innerlich haben sie viele Gefühle. Jetzt bereite ich ein hausgemachtes Pesto zu. Ich habe hier Pinienkerne und ich röste sie jetzt in der Pfanne ein paar Minuten an. Das ist Schütteln. Ich schüttle die Pinienkerne und ich röste sie in der Pfanne ohne Fett an. Ich mache das ein paar Minuten, bis sie braun werden. Ich habe kein Rezept für dieses Pesto, also ich mache das einfach nach Gefühl. Ich gebe die Pinienkerne in meinen Mixer. Ich öffne den Parmesan und gebe ihn auch dazu. Ich brauche eine Schere. Ich breche ihn ab. Hier ist das Basilikum. Ich lege ein paar Basilikumblätter beiseite, damit ich sie später als Garnitur benutzen kann. Dann kommt etwas Olivenöl dazu. Der Deckel ist heruntergefallen. Und wir mixen es jetzt. Hier ist das fertige Pesto. Es sieht super aus und es riecht sehr gut. Die Nudeln sind fertig und ich mische das Pesto unter. Ich habe diese Portion mit einer Mozzarella und einem Basilikumblatt garniert.
Und die zweite Portion ist nur mit einem Basilikumblatt. Shrek isst schleimige Schnecken und Würmer. Und wir essen Fusilli in einem kräftigen Basilikumpesto mit gerösteten Pinienkernen. Für die Szene, in der der Lebkuchenmann verhört wird, machen wir eine Mischung aus einem Cocktail und einem Dessert. Ich habe hier ein paar Kekse mit Lebkuchenmännchen und wir öffnen die Packung und nehmen ein paar. So sehen sie aus, super süß. Und ich nehme 2 davon und lege sie in den Mixer zusammen mit ein bisschen Eis. Das ist Ben & Jerry Chocolate Chip Cookie Dough. Also das ist Keksteig. Oh je, das ist auf den Boden gefallen. Ich gebe ein bisschen Milch hinzu und einen Schuss Bacardi. Und jetzt mixen wir das. Jetzt kommt es in ein Glas mit ein bisschen Eis und etwas Schlagsahne. Ich schüttle die Schlagsahne. Und zur Verzierung kommt nochmals ein Lebkuchenmännchen obendrauf. Hier sind die 2 Gläser. Ich möchte ins Kino gehen. Buchen wir zusammen mein Ticket. Ich wähle den Tag, den Film und die Uhrzeit aus. Ich brauche 2 Tickets für Erwachsene. Ich klicke auf Bestätigen. Jetzt kann ich die Sitzplätze auswählen. Die schwarzen Sitzplätze sind verfügbar. Wie ihr sehen könnt, gibt es sehr viele freie Sitzplätze. Der Kinosaal ist fast leer. Die Sitzplätze mit einem Männchen sind bereits gebucht. Die gestreiften Sitzplätze sind nicht verfügbar und können nicht gebucht werden. Die Sitzplätze mit einem Rollstuhlzeichen sind zugänglich für Rollstuhlfahrer. Sie sind barrierefrei, das bedeutet, sie sind speziell für Menschen mit Behinderungen. Das ist die Leinwand. Ich kann ganz hinten sitzen, in der Mitte, vorne oder auf der linken Seite. Ich entscheide mich für diese Sitzplätze. Ich denke, von hier aus kann man die Leinwand sehr gut sehen. Ich bestätige meine Auswahl. Ich habe einen Gutschein, also muss ich nur 2 Pfund bezahlen. Ich akzeptiere die Bedingungen und Konditionen und schließe meine Buchung ab. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Kino. Ich werde heute Final Destination Bloodlines schauen. Das ist ein Horrorfilm und der 6. Teil der Reihe. In den alten Filmen geht es um Menschen, die eine große Katastrophe, wie zum Beispiel einen Flugzeugabsturz, überleben. Aber der Tod kommt später wieder und versucht, die Menschen nacheinander zu holen. In dem neuen Film geht es um eine Studentin, die Albträume hat. In den Träumen sieht sie ein Unglück, das vor vielen Jahren passiert ist. Sie kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um mehr darüber herauszufinden und dem ein Ende zu setzen. Ich habe meine Tickets schon gebucht, aber man kann Tickets auch an dieser Maschine kaufen. Schaut mal, der Boden glitzert. Ich möchte ein paar Snacks kaufen. Eigentlich mag ich salziges Popcorn lieber als süßes, aber ich habe heute gemischtes Popcorn gekauft, also süß und salzig. Ich öffne die Tür und gehe in den Saal. Ich sitze auf meinem Sitzplatz. Ich nehme eine Packung Chips und eine Flasche Pepsi aus der Tasche. Ich lege die Flasche in den Getränkehalter. Wie ist das bei euch? Geht ihr gerne ins Kino, um Filme zu sehen, oder schaut ihr Filme lieber zu Hause? Habt ihr einen Lieblingsfilm? Erzählt es mir in den Kommentaren.